Also Leute, jetzt sitze ich endlich mal am Steuer, endlich mal jemand, der fahren kann. Ich fahre jetzt das zweite Mal mit einem Anhänger, weil mein Mann mir das mit den kaputten Lichtern ja nicht zugetraut hat, aber ich krieg alles hin. Ich habe auch schon mal ein Auto abgeschleppt mit einem zerrissenen Seil, das mein Vater dann wieder zusammengeknotet hat. Wir fahren jetzt durch die Ortschaft Osele und fahren jetzt Richtung Umeå. Wir sind jetzt schon in Lappland, es ist wunderschön hier, egal wo man anhält und kurz rasten will, sieht aus wie aus dem Bilderbuch, wirklich wunderschön. Wir haben noch 4 Stunden und 30 Minuten zu fahren für knappe 360 Kilometer, was echt nicht viel ist, aber man braucht halt so viel Zeit, ist aber auch in Ordnung, man kann es gar nicht mit Deutschland vergleichen, man fährt hier gerne und die Landschaft ist wunderschön. Und ich hoffe, dass der Hänger keine Probleme mehr macht. Und ich hoffe, dass das Auto weiterhin brav bleibt. So wie es sich bisher verhalten hat, war es wunderbar. Wir haben vorhin mal kurz gerastet und Pause gemacht, um was Kleines zu essen. Und haben dann einen wunderschönen Ort entdeckt mit See und bewaldet. Und der Julian hat dann gleich die Drohne fliegen lassen. Ihr könnt dann irgendwann mal das Video auch sehen. Einen kleinen Crash gehabt, aber das hat die kleine Daisy überlebt und Daisy ist unsere Drohne. Wir haben sie Daisy genannt. Später kamen dann andere Bekanntschaften, die wir gemacht haben auf dem Weg. Und umso näher wir nach Finnland gefahren sind, umso mehr Bekanntschaften haben wir gemacht. Ja, und die erste Bekanntschaft, das war wir haben das erst für einen Elch gehalten, ne? Weil der so ein riesen Geweih hatte. Und dann habe ich mir gedacht, aber der Körper, der passt irgendwie nicht. Und sie hat dann auch so gesagt, irgendwie das Geweih sieht doch von dem Elch auch ganz anders aus, ja, so schaufelig irgendwie. Und dann haben wir nachgeschaut, ja, wir haben gar keine Elche gesehen, sondern es waren Rentiere, ja. Wir sind natürlich die absoluten... Peinlich. Ja. Und immer wieder kamen dann uns Rentiere entgegen, irgendwann mal ganze Gruppen von Rentieren. Und das war echt wirklich sehr schön zu sehen, muss ich sagen, ja.
die letzten Kilometer hin nach Norwegen war es dann schon irgendwann mal angespannt. Also wir wollten dann einfach nur noch ankommen. Ja, und mal auch gescheite Toiletten haben, weil ich habe nichts gegen dieses Simple Living, dieses mal ein bisschen runterschalten und weniger konsumieren und auch ganz einfach leben, aber ja, als Frau die ganze Zeit nur ein Plumpsklo zu haben, ja, ist nicht so knülle. Die letzte Unterkunft, die war auch extrem schön. Also die war ja auch direkt am See. Also wir sind auch so durch den Wald gefahren. Es sah aus wie so ein Märchenwald. Und da habe ich dann auch meine Drohne mal ausgepackt und Videos gedreht. Was jetzt nicht so toll war, aber das ist typisch für Schweden im Sommer und am See, die ganzen Stechmücken. Das war heftig. Sind Drecksbiester. Das war Die haben uns so zerstochen. Ja. Alles, was nicht abgedeckt war, wurde gleich angegriffen. Also selbst hinterm Ohr und da an der Schläfe echt übelst zerstochen. Und wir sind auch dumm, wir haben nicht mal irgendwie so ein Anti-Mücken-Spray eingepackt. Das war echt krass. Also ich habe das noch nie so erlebt, so viele Mücken. Die sind ja wirklich wie in einem Schwarm um uns rumgeflogen. Im Schlafzimmer, ey, keine Chance gehabt. Wir haben die nicht losgekriegt. Also es war ganz übel. Also so schön der Ort auch war, aber die Mücken haben uns das echt ein bisschen kaputt gemacht. Und es war dann auch das erste Mal, wo wir dann so die Mitternachtssonne ein bisschen erlebt haben. Also wo es dann auch nicht mehr dunkel geworden ist, nicht mehr so richtig dunkel. Und dann ging es weiter Richtung Finnland und dann haben wir da ja auch wieder Rentiere gesehen dann, mehrere. Und auch wieder Schotterwege. Moltebären haben wir noch gefunden. Das war echt witzig, weil wir eigentlich nur pinkeln gehen wollten. Ja, dann habe ich so gesehen, so am Boden, so, hey, das sind doch Moltebären, habt ihr mal gepflückt? Die sind jetzt bei uns im Kühlschrank. Ja, die sind jetzt bei uns im Kühlschrank. Ich habe natürlich nicht drauf gepinkelt. Sehr klar. Voll süß. Schau mal, die kleinen Scheiße. Ja, voll süß. Ich kann hier gar nicht mehr weg. So viele wie das sind. Ja, lass dir Zeit, passt schon. Gell? Ja, wir sind dann 300 Kilometer durch Finnland gefahren. Die Straße war eigentlich die ganze Zeit nur geradeaus der Grenze entlang. Und wir waren schon so ungeduldig. Wir wollten dann endlich in Norwegen ankommen und das war dann auch so schön, die Grenze endlich zu sehen. Wir haben uns Sorgen gemacht, weil wir mussten unsere ganzen Güter, die wir einführen, schon relativ detailliert aufschreiben. Und wir haben das natürlich alles in Deutschland gemacht und super penibel und alles schön beklebt, die ganzen Kartons. Und dann dachte ich mir, ja, die haben doch gemeint, man darf irgendwie nur 10 Kilo an Nahrungsmitteln mitnehmen. Und ich habe da 10 Flaschen Ketchup Light, glaube ich, vom Lidl noch mitgenommen und das ganze Zeug. Ja. Wo ich dachte, ja, vielleicht haben die Norweger das nicht so. Oder einfach, was wir auch vom Vorrat übrig hatten im Keller. Ja. Und habe mir die ganze Zeit schon so Sorgen gemacht. Es ging eigentlich die ganzen 3 Tage so, dass ich mir dachte, was machen die an der Grenze? Werden die uns jetzt anhalten? Werden die den ganzen Anhänger auseinandernehmen und alles durchsuchen, ob wir sonst irgendwie was mitnehmen? Und letzten Endes war eigentlich gar nichts. Wir sind einfach über die Grenze, sind dann Richtung Tromsø gefahren. Genau, das war's. Und das Ding ist, hey, wir sind über die Grenze. Und du hast sofort gemerkt, du bist in Norwegen. Ja.
Also erstens, du hast da dieses Gefühl, dass du in Norwegen bist und du merkst es sofort an der Landschaft. ja, Die ändert sich so drastisch, das ist krass einfach. Ja. Und die Straßen, die sind echt super, im Ja, so super von- Zustand. von Tundrawald in Berge und Fjorde. Also Ja. so richtig schlagartig war das. Und ja, die Straßen in Norwegen sind halt bei weitem besser als in Schweden und in Finnland, muss ich sagen. Gut, wir haben jetzt natürlich nur den kurzen Abschnitt von 300 Kilometer in Finnland erlebt, aber ja, du bist kurz in Norwegen gewesen und auf einmal waren die Straßen einfach einwandfrei. Keine Schlaglöcher, nichts, als ob die gerade neu geteert worden sind. Ja. War richtig krass einfach. Ja, und dann haben wir, ich glaube, das waren dann nur noch 100 Kilometer vor Tromsø. Da war dann noch so ein Fjord. Da sind wir nochmal angehalten, haben da Fotos gemacht. Wie war das Schaukeln jetzt in Norwegen? Puh, anstrengend. Hey, nach einem Monat kein Sport mehr und 4 Tage nur rumhocken im Auto. Hey, mein Bizeps zieht jetzt voll. Aber es ist schon geil, Alter. Zieh dir das mal rein. Es ist halt einfach das Meer. Ja, und dann sind wir auch schon bald angekommen. Allerdings gab es dann wieder ein paar Überraschungen. Das erste, was mir aufgefallen ist, also das war direkt beim Einparken dann bei unserer jetzigen Unterkunft. Hat auf einmal alles so nach Gummi gestunken. Seitdem steht das Auto. Schau mal, um die Ecke. Perfekt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja. Oh. Unser neues Zuhause. Willst du den Trocadero saufen? Und ich sauf meinen Jaffa. Jaffa. Miau. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb. I'm sorry. Warte. Du hast dann Haar. Hm. Schau dich mal an. Yeah. Deine Kette. Immer wieder falsch. Warte. Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Sag du was? Dein Bruder ist fett. Okay. Okay.